Und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Video World of Tanks vs. War Thunder, in dem es um die Unterschiede der beiden Spiele gehen soll, aber möglichst ohne diese zu bewerten. Heute soll es um das System der Hitpoints gehen, beziehungsweise um die Frage, wann gilt ein Fahrzeug als zerstört. Denn das ist einer der offensichtlichen, aber auch tiefgreifendsten Unterschiede. Und um diesen Unterschied ganz deutlich zu machen, nehme ich auch ein bisschen World of Warplanes mit hinein. Wir haben also 4 kurze Teile in diesem Video: World of Tanks, World of Warplanes, War Thunder Air Forces und zum Schluss War Thunder Ground Forces. Beginnen wir mit WOT, das ihr Stammzuschauer auf meinem Kanal natürlich in- und auswendig kennt. Alle Panzer in WOT haben Hitpoints oder auch Lebenspunkte, und je größer und schwerer ein Panzer, desto mehr. Dass es auch Module wie Funkgeräte und Motor und so weiter gibt, die beschädigt werden können, und dass ein Panzer trotz Durchschlag auch mal keinen Schaden bekommen kann, das sind Spezialfälle, auf die ich hier nicht eingehen möchte. Im Allgemeinen werden entsprechend der verwendeten Munition dem Gegner Hitpoints abgezogen, und betragen diese 0, dann gilt der Panzer als zerstört. Der positive Aspekt ist, dass man sich Fehler erlauben darf. Dann bekommt man eben ein paar Hitpoints abgezogen, na und weiter geht's. Weiterhin darf man sich in einer 1:1 Situation mit Hitpoint-Vorteil erlauben, aggressiv vorzugehen. Wenn man weiß, dass der maximale Schaden des Gegners geringer ist als die Anzahl der eigenen Hitpoints, dann fährt man halt einfach auf ihn zu. Durchaus eine Spielmechanik, die dem Spielfluss zugutekommt. Ein negativer Aspekt ist, dass man aufgrund des Matchmakers häufig mit Gegnern zu tun hat, die man einfach nicht schnell genug ausschalten kann. Zum Beispiel als Cromwell gegen den Full Life T29. Und genau dieses System wurde auch auf World of Warplanes übertragen. Und ich finde, dass dort die negativen Aspekte sehr stark zur Geltung kommen. Denn in der Luft kann man dem Gegner selten ausweichen. Ja, die Maps enthalten Canyons und dergleichen, sodass man in Bodennähe Deckung suchen kann, aber oft genug haben höherstufige Gegner bessere Werte in allen Bereichen. Geschwindigkeit, Manövrierbarkeit, Hitpoints, Schadens, Output und so weiter. Da muss man mehrere Sekunden auf einen Gegner feuern, ohne genau zu zielen. Einfach die Hitpoints runterschießen, bis er zerstört ist. Hat man als Schlachtflugzeug sehr viele Hitpoints, bleibt man entsprechend länger in der Luft, kann seine Heckschützen einsetzen oder Bomben werfen. War Thunder kennt keine Hitpoints. Ein Fahrzeug gilt dann als zerstört, wenn es freiwillig oder unfreiwillig von der Mannschaft verlassen wird. Zum Beispiel, wenn der Pilot getötet wird oder das Flugzeug durch kritischen Schaden manövrierunfähig ist. Das bedeutet, dass wirklich jeder den Piloten eines anderen Flugzeugs mit einem Lucky Shot außer Gefecht setzen kann. Jeder kann mit Spreng- und Brandmunition den Gegner kritisch beschädigen. Ist das gut? Ansichtssache. Es gibt dadurch auch viele One-Shot-Kills, daher muss man extrem aufpassen und sich seine Ziele aussuchen. War Thunder wirkt dem entgegen, indem man mehr als ein Fahrzeug mit in die Schlacht nehmen und wieder einsteigen kann. Außerdem sind Fahrzeuge nicht gesperrt, wenn man eine noch laufende Schlacht verlassen muss. Und genauso ist es auch bei den Panzern. Um einen Panzer zu zerstören, muss man die Besatzung ausschalten. Man kann also nicht einen Schuss nach dem anderen in die Kuppel des Kommandanten setzen. Wenn der Kommandant tot ist, dann ist er tot, und weitere Treffer sind an dieser Stelle einfach wirkungslos. Andererseits kann ein einzelner Treffer mit einer Sprenggranate, die in den Kampfraum eindringt, die gesamte Besatzung ausschalten. Dafür muss man aber von vorne oder von der Seite angreifen. Hinten ist die Panzerung zwar schwach, aber die Besatzung wird häufig durch den Motor geschützt. Ein beschädigter Motor, ein Feuer, all das behindert den Panzer und setzt seine Kampfkraft herab, aber es schaltet ihn nicht aus. Und deswegen ist in War Thunder eine starke Frontpanzerung auch noch was wert. Und warum das so ist, das könnte ein Thema für ein weiteres Video dieser Art sein, in dem es dann um die Munitionstypen geht. Ich hoffe, euch gefällt's, und wir sehen uns wieder. Bis dahin, fahrt vorsichtig.